Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. AP. Ich arbeite in den Bereichen Pädagogik, Philosophie und Geschichte. In meinem heutigen Beitrag geht es um einen der einflussreichsten dystopischen Romane des 20. Jahrhunderts, Aldous Huxleys Brave New World, auf Deutsch Schöne neue Welt. Wir werfen einen Blick darauf, welche Gesellschaft Huxley entwirft, welche Warnungen in seinem Roman stecken und warum viele seiner Ideen heute aktueller wirken als je zuvor. Die zentrale Frage dabei lautet: Was passiert, wenn Glück wichtiger wird als Freiheit? Stellt euch mal eine Welt vor, in der es keinen Schmerz gibt. Keine Sorgen, keine Traurigkeit. Einfach nur perfektes, garantiertes Glück. Klingt doch eigentlich super, oder? Aber was, wenn der Preis dafür genau das ist, was uns zu Menschen macht? Genau das ist die ziemlich beunruhigende Vision in Aldous Huxleys Schöne neue Welt. Und genau da tauchen wir heute mal ein, um zu sehen, was das Ganze für uns bedeutet. Ganz ehrlich, denkt mal kurz drüber nach. Was wärt ihr bereit aufzugeben für so ein Leben? Eure Freiheit? Die Möglichkeit, euch wirklich zu verlieben? Oder Kunst zu erschaffen? Alles weg, nur für ein Leben ohne Leid? Tja, genau diese Frage ist der absolute Kern von Huxleys Roman. Und seine Antwort darauf, die ist heute vielleicht wichtiger als je zuvor. Also, wie kommt jemand überhaupt auf so eine Idee? Um das zu verstehen, müssen wir uns mal den Mann hinter dem Buch ansehen. Aldous Huxley selbst und die ziemlich wilde Zeit, in der er gelebt hat. Denn die hat seine Vision entscheidend geprägt. Also, Aldous Huxley. Der kam aus einer echten Vorzeigefamilie in England. Überall um ihn herum waren führende Wissenschaftler und Schriftsteller. Sein Weg schien also quasi vorgezeichnet. Aber dann kam der Schicksalsschlag. Eine Augenkrankheit machte ihn fast blind. Sein Traum von einer Karriere als Wissenschaftler geplatzt. Also wandte er sich der Literatur zu. Und genau dieser Bruch gab ihm eine völlig neue, einzigartige Perspektive. Er war jetzt sozusagen ein Wissenschaftler, der die menschliche Seele erforschte. Sein Leben war echt bewegt. Er reiste um die ganze Welt und landete am Ende in Los Angeles. Und jetzt kommt's, er starb am selben Tag, an dem John F. Kennedy ermordet wurde. Ein Visionär, dessen Tod quasi mit dem Ende einer ganzen Ära zusammenfiel. Man kann sagen, dass 4 große Dinge Huxleys Denken geformt haben. Da war zum einen sein wissenschaftliches Erbe. Klar, als Enkel eines berühmten Biologen hatte er das Rüstzeug, um über Dinge wie Genetik und Konditionierung nachzudenken. Dann die Desillusionierung nach dem Ersten Weltkrieg. Dieses Trauma hat den Glauben an einen stetigen Fortschritt echt erschüttert. Drittens, seine Reise in die USA. Dort sah er den Aufstieg des Fordismus. Fließbänder, die nicht nur Autos ausspuckten, sondern eine ganze Kultur des Konsums und der Effizienz schufen. Und all das, diese ganzen Eindrücke, hat er dann genutzt, um mit den eher naiven Utopien seiner Zeitgenossen aufzuräumen. Er hat eine Gegenvision entworfen, die erschreckend plausibel wirkte. Okay, tauchen wir also mal ein in diese Welt, den sogenannten Weltstaat. Stellt euch das vor, eine Gesellschaft, die das menschliche Leid komplett besiegt hat. Aber die große Frage ist doch, wie haben die das geschafft? Und noch wichtiger, was war der Preis für dieses scheinbar perfekte Glück? Das Motto dieses Weltstaates ist Gemeinschaft, Identität, Stabilität. Klingt erstmal ganz gut, oder? Fast schon beruhigend. Aber das ist eine ziemlich clevere Verdrehung des alten Rufs nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Denn Gemeinschaft bedeutet hier, dass du niemandem gehörst und niemand dir. Identität ist etwas, das dir im Labor einfach zugewiesen wird. Und Stabilität? Tja, die erreicht man, indem man den freien Willen kurzerhand auslöscht. Und wie wird diese Stabilität zementiert? Ganz einfach. Menschen werden nicht mehr geboren, sie werden gezüchtet. Quasi am Fließband. Und von Anfang an in Kasten sortiert. Oben an der Spitze stehen die Alphas, die intellektuelle Elite, die alles regiert. Und ganz unten die Epsilons, die genetisch so designt sind, dass sie die stumpfsinnigsten Arbeiten lieben. Der eigentliche Clou an der Sache ist aber, jede Kaste wird darauf konditioniert, ihre eigene Rolle super zu finden und auf die anderen herabzuschauen. Ein absolut perfektes, aber eben auch zutiefst entmenschlichtes System. Ja, aber wie stellt man sicher, dass da keiner ausbricht, dass niemand rebelliert? Die Antwort ist Konditionierung. Schon von klein auf werden den Leuten im Schlaf, das nennt sich dann Hypnopädie, die richtigen Gedanken und Wünsche quasi ins Gehirn gepflanzt. Das ist das Geniale und gleichzeitig absolut Schreckliche daran.
Du musst niemanden unterdrücken, wenn er den Wunsch nach Freiheit gar nicht erst kennt. Und sollte doch mal ein unerwünschtes Gefühl aufkommen, so ein kleiner Funke Traurigkeit oder Wut, dann gibt es die ultimative Lösung, Soma. Stellt euch das vor, die perfekte Droge. Ein sofortiger Glückstrip, ganz ohne Kater, ohne irgendwelche Nachteile. Anstatt sich also mit echten Problemen herumzuschlagen, nehmen die Leute einfach einen kleinen Soma-Urlaub vom Leben. Problem gelöst. So, jetzt wird's aber spannend. Was passiert, wenn in diese, perfekt durchgetaktete Welt jemand reinstolpert, der nach komplett anderen Regeln spielt? Genau an diesem Punkt fängt der eigentliche Konflikt der Geschichte an. Und das ist John. Man nennt ihn den Wilden. Er ist der absolute Außenseiter. Er ist nämlich in einem sogenannten Wildenreservat aufgewachsen, also einem Überbleibsel der alten Welt. Er kennt Dinge wie Krankheit, Altern und Tod. Und seine einzige Verbindung zu unserer Art von Zivilisation, ein altes, zerlesenes Buch von William Shakespeare. Könnt ihr euch vorstellen? Seine ganzen Ideen von Liebe, Ehre, Schmerz, die kommen direkt aus Shakespeares Dramen. Als John dann in den Weltstaat gebracht wird, prallen diese beiden Welten natürlich mit voller Wucht aufeinander. Stellt euch das vor. Wo er intensive Leidenschaft und echte, tiefe Bindungen kennt, findet er plötzlich nur noch oberflächliches Vergnügen. Und diesen Grundsatz, jeder gehört jedem, das ist der ultimative Kulturschock. Und dieser Schock, der rüttelt gewaltig am Fundament dieser ach so perfekten Gesellschaft. Es gibt da eine absolute Schlüsselszene im Buch. John diskutiert mit Mustafa Mond, das ist einer der 10 Weltcontroller. Und Mond verteidigt sein System knallhart. Er sagt im Grunde, hört zu, die Menschheit hat sich bewusst dafür entschieden. Wir haben Glück und Stabilität gewählt und dafür eben hohe Kunst, tiefe Gefühle und die Wahrheit geopfert. Deswegen, so erklärt er, müssen Bücher wie die von Shakespeare weggeschlossen werden. Die sind einfach zu gefährlich, weil sie Gefühle und Ideen transportieren, die das ganze System ins Wanken bringen können. Aber Johns Antwort darauf, die ist wirklich das Herzstück des ganzen Romans. Er lehnt dieses oberflächliche Glück rundweg ab. Er schreit es quasi raus. Er will das Recht auf die volle Bandbreite menschlicher Erfahrung, ja auch auf das Negative. Er will die Freiheit, unglücklich zu sein. Denn erst das, so seine Überzeugung, macht das Glück überhaupt erst wertvoll. Er will Sünde, er will echte Gefahr, er will wahre Gefühle und nicht diesen sterilen, weichgespülten Komfort. Und dieser Konflikt, der wirft uns direkt auf die ganz großen, zeitlosen Fragen dieses Buches. Was sagt uns diese Vision heute? Und was ist denn nun wirklich der Preis des Glücks? Am Ende des Buches bleibt also diese eine quälende Frage im Raum stehen. Ist ein Leben ohne Schmerz wirklich das Allerwichtigste, wenn wir dafür unsere Menschlichkeit aufgeben müssen? Huxley macht es uns dann nicht leicht, er gibt keine simple Antwort. Er zeigt uns eine Welt, in der die meisten Leute tatsächlich glücklich sind. Und wisst ihr was? Genau das macht seine Dystopie so unglaublich beunruhigend. Klar, oft wird Schöne neue Welt mit Orwells 1984 verglichen. Aber wenn man genau hinschaut, könnten die beiden Visionen kaum unterschiedlicher sein. Orwell, der hatte Angst vor einer Tyrannei, die uns mit Schmerz und totaler Überwachung kontrolliert. Der klassische Stiefel im Gesicht sozusagen. Huxley hingegen, der warnte vor etwas viel Subtilerem. Vor einer Tyrannei, der wir uns freiwillig unterwerfen. Einer Welt, in der wir unsere Freiheit nur zu gerne gegen endloses Vergnügen und ständige Ablenkung eintauschen. Und jetzt mal ehrlich, welche dieser beiden Visionen kommt euch heute irgendwie bekannter vor? Und das bringt uns zu unserer letzten, entscheidenden Frage. War Huxleys Roman nur eine Warnung? Oder ist er nicht längst zu einer Art Vorhersage geworden? Leben wir heute eher in einer Welt, die durch Schmerz kontrolliert wird? Oder in einer, die durch Vergnügen und Ablenkung betäubt ist? Fast 100 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist Schöne neue Welt vielleicht beunruhigender als je zuvor. Und es zwingt uns, knallhart darüber nachzudenken, was wir selbst eigentlich bereit sind, auf der Suche nach einem einfachen, bequemen Leben zu opfern. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.